Hey Leute, und willkommen zurück zur Kryptographie. Heute machen wir direkt los und zwar mit dem Beweis dafür, dass dieses Verfahren hier zur mehrmaligen Verschlüsselung von irgendwelchen Nachrichten sicher ist. Wichtig ist, dass ihr dieses Spiel hier im Kopf habt, denn das werden wir brauchen. Wir wollen nämlich mal wieder einen Reduktionsbeweis machen und ihr wisst, wie die funktionieren. Die sind nämlich nicht gerade easy. Okay, wir haben hier drüben einen Challenger C mal wieder auf der linken Seite. Den schreibe ich jetzt aber gar nicht hin. Der macht nur Folgendes, der gibt uns den Public Key PK. So, und mehr macht er gar nicht. Wir sollen nachher, also zumindest macht er noch nicht mehr. Wir werden uns jetzt einfach angucken, was hier passiert. Aber ich werde hier möglichst viel Platz bewahren für die Kommunikation zwischen A'. Das ist A', unser quasi den Angreifer, den wir modellieren. Und das da rechts, das ist unser Angreifer A. Und wieder mal nehmen wir an, also ich habe das letztes Mal mit Boxen in Boxen modelliert, aber man kann es auch so modellieren, ist völlig egal. Wir benutzen als A' den Angreifer A, von dem wir einfach mal annehmen, ganz dreist, dass er die CPA-Sicherheit von einmal verschlüsseln. Also der kann sowas hier nicht brechen, aber er kann das Ganze hier brechen. Wir nehmen an, er kann das brechen und wir wollen am Ende zeigen, okay, wenn unser A das brechen kann, dann können wir A dazu benutzen, um eine einzelne Verschlüsselung zu brechen. Okay? Also das ist unser Ziel. Was wir jetzt also hier machen, ist Folgendes. Wir sagen als A', wir wollen uns ein I generieren und dieses I, und wir zeigen dann übrigens wie immer am Ende, dass es A nicht geben kann, weil es uns nicht geben kann, denn wir haben ja gesagt, unser Verfahren ist CPA-sicher, also kann es auch kein A' geben, der das CPA-Verfahren bricht und somit kann es auch kein A geben, der das Verfahren hier oben, dieses Eng' bricht. Okay, unser A' zieht sich jetzt ein zufälliges I von 1 bis insgesamt T. Okay, Klammer zu. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir geben unserem Angreifer A hier den Public Key. Und der möchte jetzt logischerweise, wie hier oben, sein LR-Orakel haben. Dieses LR-Orakel können wir aber super simulieren. Also wir können so tun, als hätten wir dieses LR-Orakel. Wir sagen einfach, okay, hey du Angreifer, du machst das LR-Orakel mit uns, wir sind dein Orakel und wenn du was anfragst, dann beantworten wir es dir immer. Also dieser Angreifer A, Angreifer A fragt sozusagen LR-Orakel-Anfragen direkt bei uns an. Und zwar von MJ,0. Also er kann ja mehrere Nachrichten anfragen. 0 wäre die linke Nachricht und MJ,1 wäre die rechte Nachricht. Das wäre so eine typische Anfrage von diesem LR-Orakel. Wie wir die beantworten? Eigentlich ganz einfach. Was heißt ganz einfach? Wir haben 3 verschiedene Fälle. Wir haben ja dieses I hier gezogen. Dieses I bleibt übrigens bei uns. Jetzt rechnen wir Folgendes. Also ich mache jetzt einfach mal hier drin weiter. Falls I größer ist als J, das wäre unser erster Fall. Und das gilt übrigens für jede von diesen Orakelanfragen. Wir machen jetzt einfach 3 Fälle, die fragen wir immer ab bei diesen Orakelabfragen. Also der erste Fall ist, I ist größer als J. Also die Anfragen von zum Beispiel 0 bis 22 oder sowas, wenn wir ein I relativ hoch gewählt haben oder mittelmäßig oder so. Dann sagen wir unser Chiffrat C, J. Also das, was wir ihm zurückgeben müssen, ist folgendes. Ja, doch nicht da unten. Kerle. Nein, nicht da unten. Hallo. Okay, CJ ist die Verschlüsselung von dem Public Key und der Nachricht MJ0. Okay? Also wir verschlüsseln die linke Nachricht für ihn, wenn er frühe Nachrichten anfragt. Ich schreibe das hier gerade mal um. I größer J bedeutet ja auch, dass J kleiner ist als I. Also Nachrichten, für die J kleiner ist als I, also die J-Nachricht, die er verschlüsselt haben möchte, beziehungsweise die J10-Nachrichten, die er verschlüsselt haben möchte. Falls J kleiner ist als unser zufällig gezogenes I, dann verschlüsseln wir die linke Nachricht. Okay?
So, zweiter Fall. J ist größer als I. Dann verschlüsseln wir ganz einfach die rechte Nachricht. Das heißt, wir machen hier eine 1 draus. So, und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was noch übrig bleibt, nämlich der dritte Fall, dass J gleich I ist. Okay? Und der dritte Fall, der ist ein bisschen komisch, denn bei dem dritten Fall machen wir Folgendes. Wenn J gleich I ist, dann, oh, jetzt habe ich zu wenig Platz, mal wieder. So, das passt. Wenn J gleich I ist, ich schiebe das Ganze mal runter, dann machen wir Folgendes, das, was wir machen würden, wenn wir in diesem Spiel hier wären. Denn das ist ja das Spiel, was wir am Ende brechen wollen. Also wir wollen zeigen, dass wir die normale Verschlüsselung brechen. Okay, das heißt, wir sagen hier unserem Challenger, der uns am Anfang den Public Key gegeben hat, der mit uns dieses Spiel hier spielt, das normale Verschlüsselungsspiel, nicht das NCPA, sondern das normale CPA-Spiel. Wir geben unserem Challenger dann genau diese Chiffrate, die der hier uns gegeben hat. Wir sagen, du, wie sieht's aus? Das sind meine Challenge-Chiffrate, nämlich MJ0 und MJ1. Wir kennen die Nachrichten ja selber nicht unbedingt. Also wir kennen sie, wenn wir das LR-Orakel befragen, aber wir müssen sie eigentlich gar nicht kennen. Wir liefern die Nachrichten einfach weiter an unseren Challenger. Der zieht sich wie immer ein Bit, ein zufälliges Bit, und liefert uns diesen Challenge-Cipher-Text, also C-Stern nenne ich den jetzt einfach mal, okay? Und dieser Challenge-Cipher-Text C-Stern, den liefert er wieder an uns. Jetzt müssen wir entscheiden, hat unser Challenger hier drüben das Bit auf 0 gesetzt oder auf 1 gesetzt. Na, ist uns eigentlich egal, okay? Wir liefern einfach dieses Challenge-Chiffrat an unseren A rüber. Und der freut sich, denn er hat jetzt hier eine passende Antwort für sein LR-Orakel bekommen. Davor haben wir, wie gesagt, mit 0 verschlüsselt. Und danach verschlüsseln wir mit 1. Und genau an der Stelle J gleich I wissen wir selber nicht, ob wir 0 oder 1 verschlüsselt haben. Das weiß nur der Challenger. So, und jetzt berechnet A irgendwelche komischen Sachen. Wissen wir nicht genau, was der macht. Und dann liefert er uns ein Bit B' zurück. Dieses B' ist seine Antwort hier drauf. Und wir sagen, hey du, wir leiten das Bit einfach direkt weiter. Wir brauchen da eigentlich gar nichts rechnen. Hier hast du deine Antwort, Challenger, und wir haben gewonnen. B'. So, und ja, sagen wir mal, A hat das Verfahren gebrochen. Also A konnte dieses Mehrfachverschlüsselungsverfahren hier oben brechen. Dann können wir mit Hilfe von diesem Spiel auch das normale Verfahren, das eine einzige Nachricht bricht, auch eine einzige Nachricht verschlüsselt, das können wir brechen, dieses Verfahren. Und zwar mit Hilfe dieses Spiels. Warum ist das so? Der Beweis, der kommt jetzt. So, ich habe mal das Programm gewechselt. Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen. Genau. Und zwar, wir haben zwei Fälle, nämlich Fall 1 ist, dass unser C-Stern, also unser okay, ich kann hier keinen C-Stern schreiben. Nennen wir es einfach statt C-Stern, also unser Challenge-Chiffrat nennen wir jetzt statt C-Stern hier unten, nennen wir es C', okay? Also vorsichtig sein. Unser C', erster Fall, unser C' kommt aus der Verschlüsselung von der Nachricht MJ 0. Okay. Also aus der Nachricht MJ0 kommt unser Challenge-Chiffrat. Das wäre dann Fall 1. Jetzt haben wir folgendes, unser Orakel, das wir ihm jetzt vorgegaukelt haben. Oh Gott, wie mache ich hier eine neue Zeile? Okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass uns A' 1 ausgibt. Ich schreibe jetzt hier einfach mal liefert hin. Outputs ist Englisch, ist egal. Liefert 1 und B ist gleich 0. Also in Wirklichkeit rät A falsch. Also A' vor allem rät falsch. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist dieselbe Wahrscheinlichkeit, also ist gleich. Und zwar, jetzt brauche ich eine Summe.
Jetzt ist die Summe von k gleich 1 bis t, also quasi aufsummiert von k gleich 1 bis t, und zwar was, werdet ihr gleich sehen, nämlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass i gleich k ist, also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig geraten haben sozusagen, dass wir wo ist es? Dass wir dieses i hier zufällig richtig geraten haben. Was das bedeutet, werde ich euch nachher noch erzählen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir das richtig geraten haben, mal die Wahrscheinlichkeit, PR, dafür, dass a gegeben das Orakel LR, und jetzt brauchen wir noch eine kleine neue Definition, nämlich LRK, Achtung, das mache ich jetzt nochmal in dem anderen Dingens hier. Wir sagen, wir nennen das ganze Orakel LRK, unten kommt wie immer der Public Key rein und oben kommt jetzt dieses K rein. Das bedeutet, dass jetzt hat das wieder klein geschrieben, dass wir das LR-Orakel haben, LR, und zwar über den Public Key, 0, also quasi die Variante, die uns immer die linke Seite zurückgibt, und zwar für 0 kleiner gleich J kleiner K. Und sonst haben wir das LR-Orakel 1. Also 1. Sonst. Okay, was bedeutet das jetzt bitte für einen Scheißdreck? Okay, das ist gar nicht so schwer. Wir haben mit diesem LRPK hoch K, sagen wir einfach, wir haben das LR-Orakel, das für die ersten J-Anfragen, also von 0 bis J, für die ersten K-Anfragen, haben wir die linke Seite und danach geben wir ihm immer die rechte Seite zurück. Das ist das LRPK hoch K. Okay, das brauchen wir jetzt hier. Und zwar ist das A' 1 liefert, also Ausgabe 1 hat, und B, das, was A liefert, nicht das, was A liefert, sondern das, was tatsächlich Sache ist. Das ist so, als würden wir hier unser K richtig raten. Übrigens, T ist die Anzahl an Orakelanfragen, die wir annehmen, dass A machen darf. Sind natürlich eigentlich polyphile, aber das ist ja egal. Werden wir aber nachher auch noch drauf kommen. Okay, wir sagen hier also unser LR-Orakel, und zwar das KLR-Orakel. Bodenstrich, kriege ich das auch noch hin? Ja, ich krieg's hin. Okay, also das K-Orakel, das KLR-Orakel mit dem Public Key PK. Und zwar, dass A in diesem Fall 1 ausgibt. So, das sieht jetzt erstmal mega kompliziert aus, aber im Prinzip steht hier Folgendes. Wir raten I gleich K richtig, einfach so irgendwie. Und danach ist die Wahrscheinlichkeit, dass A 1 ausgibt. Das ist ja genau der Fall. Wir geben ja einfach durch, was uns A gegeben hat. Das heißt, wir sagen, okay, A' liefert genau dasselbe wie A. Also brauchen wir hier die Wahrscheinlichkeit, dass A' 1 liefert, ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass A 1 liefert. Gut, machen wir weiter. Das kann man nämlich nochmal umformen. Newline ist der Befehl für eine neue Zeile, falls ihr euch wundert. Ich habe gerade Newline eingegeben. Jetzt brauchen wir wieder die Summe und wir formen die jetzt wieder ein bisschen um, aber nicht arg. Wir haben hier noch ein bisschen was anderes, nämlich wir können dieses I gleich K umformulieren, und zwar zu 1 durch T. So, also haben wir jetzt im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit, dass wir 1 ausgeben und in Wirklichkeit das Bit, das vom Challenger gewählt wurde, ist 0, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A 1 ausgibt, geteilt durch T. Denn wir mussten ja erstmal die Anfragen, die A uns stellt, mussten wir ja erstmal richtig raten, wie viele Anfragen dabei rauskommen. Okay, also haben wir das hier für den ersten Fall, nämlich dass der linke Teil der Nachricht verschlüsselt wurde. Jetzt haben wir noch den zweiten Fall, da brauche ich wieder eine Newline. Und zwar der Fall
2. So, ein bisschen hochgeschoben für den Fall, dass ihr nachher nicht mehr alles sehen könnt. Der zweite Fall ist genau die andere Seite, nämlich dass jetzt unsere Verschlüsselung nicht mehr die linke Seite, sondern die rechte Seite liefert. Das wissen wir ja selber nicht. Schaut euch das Spiel nochmal an. Wir wissen hier nicht, ob wir für MJ0 oder hier, also für diese MJ gleich I, also für das I, was wir gewählt haben, wissen wir nicht, ob wir die linke Seite verschlüsselt bekommen oder die rechte Seite. Und genauso müssen wir jetzt hier eben diese zwei Fälle abdecken. Jetzt kommt der zweite Fall dran, nämlich dass C', also unser Challenge-Chiffrat, was wir vom Challenger bekommen, dass das die rechte Seite verschlüsselt hat. Dann ist unser Orakel, das wir sozusagen für A simuliert haben, Orakel ist im Prinzip ein LR-Orakel, immer noch, logischerweise, hoch K-1. Das muss ich in Klammern schreiben scheinbar. Hoch K-1 und immer noch mit dem Public Key, immer noch derselbe, logischerweise. Also im Prinzip haben wir ihm jetzt eine Nachricht anders simuliert. Geht das Ganze nochmal selber durch, das ist nämlich wahr. Wenn wir hier dieses K-1 haben, dann sind wir halt eine Seite weiter nach links gerückt. Hier nochmal die Definition für unser LR-Orakel mit K. Das gibt uns die linke Seite aus für die ersten K-Anfragen. Jetzt haben wir aber hier die rechte Seite bekommen, das heißt, wir haben im Prinzip nur K-1 linke Seiten verschlüsselt. Und das ist im Prinzip das, was hier steht. Wir haben also K-1 mal die linke Seite verschlüsselt und danach nur noch die rechte Seite. Das passiert, wenn das Challenge-Chiffrat die rechte Seite verschlüsselt. Okay, machen wir weiter. Lasst uns wieder die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass A richtig liegt, dass wir A' richtig liegen. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A' 1 liefert und, und das Bit, das vom Challenger gezogen wurde, auch 1 ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, oh, jetzt habe ich eine Newline vergessen, sorry. Und hier machen wir am besten auch 1 rein. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A' 1 liefert und das Bit 1 ist bei diesem Fall hier, also für den Fall 2, dass die rechte Nachricht verschlüsselt wurde, ziemlich genau gleich. So, ich habe es jetzt hier schon mal für euch vorbereitet. Wir haben hier im Prinzip genau dasselbe. Schaut euch mal die Summen an, die sind quasi genau gleich. Wir müssen erstmal unser I richtig raten und dann müssen wir die Wahrscheinlichkeit dafür, dass A, oder dann geben wir auch 1 aus, und zwar mit derselben Wahrscheinlichkeit wie A, nämlich A mit dem LR-Orakel von K-1 und dem Public Key. Und wenn A 1 ausgibt, dann geben wir auch 1 aus. Nur, dass A jetzt ein anderes LR-Orakel kriegt. Aber Achtung, jetzt können wir das Ganze ein bisschen umtricksen. Also wir können hier erstmal statt dem PR von I gleich K, können wir wieder mal was anderes schreiben, nämlich den linken Teil, ganz kurze Sekunde, ich hab's gleich, können wir einfach mal wieder so benutzen. Also 1 durch T dran multiplizieren vorne, dann fällt dieses PR von I gleich K weg. So, und jetzt müssen wir hier aus diesem LR-Orakel K-1 müssen wir jetzt ein KL-Orakel machen. Das ist gar nicht schwer. Und zwar sagen wir einfach, unsere Summe fängt jetzt nicht bei K gleich 1 an, sondern bei K gleich 0. Und deswegen geht sie dann auch nur bis T minus 1 und nicht bis T. T minus 1. Und schon haben wir aus dem K-1-Orakel ein K-Orakel gemacht. Ich habe also im Prinzip meinen Index einfach 1 nach vorne versetzt. Und das hat schon gereicht. Und was jetzt im Endeffekt dasteht, es geht jetzt im Prinzip nur noch um 2 von diesen Teilern hier, nämlich um diese Summe 1 durch T, Summe von K gleich 1 bis T, über die Wahrscheinlichkeiten, dass A 1 ausgibt mit dem LRK-Orakel. Aber Achtung, das A hat jetzt immer das LRK-Orakel. Das heißt, das interessiert uns nicht mehr. Das heißt, wir summieren jetzt die Wahrscheinlichkeiten, dass A 1 ausgibt, auf. Und zwar in beiden Fällen. In beiden Fällen haben wir hier dieselbe Anzahl. Und das bedeutet, dass sich ich glaube, ich schreibe es gerade mal noch kurz auf. So, jetzt ist, glaube ich, eindeutiger. Das sind die beiden Wahrscheinlichkeiten, die am Ende rauskommen. Wir haben jedes Mal dieses 1 durch T vorne dran. Und wir haben hier
die Summe von k gleich 1 bis t. Das sind insgesamt t minus 1 Schritte. Und was hier hinten steht, ist exakt dasselbe. Hier haben wir auch 1 durch t, ist genau dasselbe. Und wir gehen von k gleich 0 bis t minus 1, sind auch t minus 1 Schritte. Das heißt, am Ende steht hier ungefähr dieselbe Wahrscheinlichkeit da. Beziehungsweise, was heißt ungefähr? Wir haben hier ziemlich genau dieselbe Wahrscheinlichkeit stehen. Ist gleich. Also ungefähr zumindest gleich. So, und was jetzt dieses ist gleich hier macht, das ist eigentlich ziemlich geil. Denn wir hatten das Ganze so konstruiert, dass im linken Fall hatten wir a', ich gehe noch gerade mal kurz zurück zu dem, was wir vorher hatten. Halt, stopp, das war zu weit. Jetzt. Okay, das hatten wir vorher. Wir hatten im oberen Fall hatten wir geschaut, a' gibt 1 aus und das Bit war in Wahrheit 0. Und im unteren Fall hatten wir ausgegeben, a' liefert 1 und das Bit war 0. Das Bit war 1. Okay, das heißt, wir hatten hier aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir als a', als sozusagen Angreifer 2, 1 ausgeben im Fall, dass wir falsch liegen und wir geben 1 aus im Fall, dass wir richtig liegen. Und die beiden Wahrscheinlichkeiten sind gleich. Ja, das bedeutet doch, dass wir absolut keine Ahnung haben und eigentlich nur am Raten sind die ganze Zeit. Ja, und das war der Beweis. Gut, ich hoffe, ihr seid genauso platt wie ich. Ansonsten habt ihr irgendwas falsch gemacht mit eurem Gehirn. Und wenn ihr schon lange ausgestiegen seid, dann tut es mir leid. Ich würde euch wirklich empfehlen, probiert es einfach nochmal selber durch. Wenn ihr es verstehen wollt, natürlich nur. Ansonsten könnt ihr einfach direkt nächstes Video weitermachen. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.